Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Menschen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Vaterschaft, Weiblichkeit, Männlichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jedem und jeder von uns steckt. Hier erwarten dich tiefgehende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen ganz persönlichen Weg. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also, lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. Heute darf ich euch eine Frau vorstellen, die Musik nicht nur spielt, sondern lebt. Mirella ist Flötistin im Kärntner Sinfonieorchester und eine Entdeckerin der leisen und lauten Töne des Lebens. Ihre Welt ist voller Klang, aber auch voller Stille. Yoga, Meditation und Salsa-Tanzen schenken ihr Erdung und Freude, Bewegung und Balance. Ein neugieriger Geist, ein offenes Herz, eine tiefe Seele. In dieser Folge sprechen wir über unerwartete Wendungen im Leben und darüber, wie sich alles in einem Augenblick verändern kann. Über das Loslassen und das Wiederfinden. Über das, was bleibt und das, was neu entsteht. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Mirella und darauf, dass du dabei bist. Hallo Mirella. Hallo Sala. Ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen, dass du heute bei mir da am Sofa bist und deine Geschichte mit mir und mit allen teilst, die zuhören werden und die zuhören. Und jetzt frage ich dich als erstes, wenn dir jemand Malik ist jetzt ganz genau wie alt? 20 Monate. Vor 20 Monaten gesagt hätte, dass du so, wie du heute bei mir sitzt, wie aus einem Märchen da sitzen wirst. Hättest du das geglaubt? Vermutlich nicht, nein. Vermutlich nicht. Ich versuche zwar immer alles, also das Leben so zu nehmen, wie es kommt, aber gewisse Sachen überraschen einen so dermaßen, also nein. 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 Auf gar keinen Fall. Wenn dir jemand als junges Mädchen gesagt hätte, dass du in Österreich leben wirst, dass du in einem Orchester spielen wirst in Österreich, mit einem Mann aus Syrien verheiratet wirst und mit ihm einen Sohn hast, hättest du das geglaubt? Das eher, ja. Wie war denn der Weg? Wie bist du in Österreich, wie bist du in Klagenfurt gelandet? Also ich bin eben klassische Musikerin und ich wurde schon seit Kind von der klassischen Musik geprägt und es war immer schon mein Traum, professionell klassische Musik zu machen. Als kleines Mädchen war es eigentlich noch eine Operndiva zu sein, ja. Aber ich habe dann durch die Liebe zu meinen Instrumenten diesen Traum bin ich gar nicht nachgegangen. Also ich habe... Also war klar, dass es ein Instrument wird? Ja, also immer mehr, ja. Also der Einstieg ist ja meistens durch ein Instrument in die klassische Ausbildung, Musikausbildung. Und ja, also ich bin dann einfach bei der Flöte geblieben. Ja, das wollte ich sagen. Weil du Instrumente gesagt hast, hast du noch andere gespielt? Ja, Klavier. Ich habe eigentlich mit Klavier... Also das heißt, es war zwischen Klavier und Flöte? Ja, zuerst war es zwischen Klavier und Flöte. Ja, dann habe ich mich für die Flöte entschieden und dann war schon irgendwann der Gedanke, so mit 17, 18 also nach der Pubertät, das ist ja wegen Stimmbruch oder Veränderungen allgemein. Aber da habe ich gesagt, nein, ich will ins Orchester. Ich will ins Orchester, ich will Flöte spielen. Das war und deswegen eben auf die Frage, ob ich mir das hätte vorstellen können, in einem österreichischen Orchester zu spielen. Ja, das wollte ich immer. Weil das dein Ziel war, dass du in Österreich in einem Orchester spielst? Also in einem Orchester allgemein
Und Österreich war eines der Top-Favoritenländer. Ja, genau. Und hast du schon in Österreich studiert, oder? Ja, genau. Das heißt, mit wie vielen Jahren hast du dein Heimatland verlassen und bist nach Österreich gekommen? Mit 14. Mit 14. Ich bin nach Wien, also das war tatsächlich also der Grund. Also Wien als Musikhauptstadt, Welthauptstadt war einfach eine Top-Adresse und es ist mir gelungen, da aufgenommen zu werden und so ging der Weg weiter. Und dann gab es ein paar Abstecher nach Deutschland und dann bin ich mit meinem Job nach Klagenfurt gezogen, 2013. Genau. Und so bin ich jetzt hier. Und so bist du jetzt hier. Ja. Und wenn du deine Musikkarriere betrachtest und der Weg, den du in der Musikwelt gemacht hast, was würdest du sagen auf diesem Weg, hat dich womöglich auch für deinen Weg vorbereitet, den du dann als Frau in die Mutterschaft gehabt hast? Ob mich der Weg der Musikerin werden? Genau, da hast du ganz bestimmt auf diesem Weg, ist ein Riesenschritt als junge Frau mit 14 Heimatland zu verlassen, in ein fremdes Land. Also das ist ja unglaublich mutig. Ja. Das ist ja nicht, du hast ein Ziel verfolgt, das ist unglaublich mutig. Und dann glaube ich auch nicht, dass man Musikerin in einem Orchester wird, wenn man sich nicht jeden Tag committet und das Instrument in die Hand nimmt und eigentlich jeden Tag aufs Neue weiß, ja, das ist einfach wichtig, dazu committe ich mich, weil sonst habe ich keine Chance, irgendwo als Musikerin gesehen zu werden, weil du bist nicht die einzige Flötistin auf dieser Welt, oder einfach dann einen Weg in ein Orchester zu finden und das wirklich verkörpern und das zu diesem, genau, aus einem Wunsch wirklich diesen Beruf zu machen. Und war vielleicht frage ich das noch vorher, und war das ein bewusster Entschluss, dass du Mama werden möchtest? Also, das Herziehen nach Österreich hat mich insofern auf die Mutterschaft vorbereitet, weil ich den direkten elterlichen Kontakt nicht hatte. Ja? Ich bin ja mit meinem Bruder, also mein Bruder war schon in Wien und ich bin quasi zu ihm gezogen. Die ganze Geschichte ist vielleicht eher ausschweifend, aber und jetzt, wenn ich selber in die Richtung gegangen bin, also zu planen oder überhaupt Vorstellungen davon zu haben, wie es ist, Mama zu sein, was ich mir übrigens auch schon mein ganzes Leben lang gewünscht habe, ja, da bin ich immer wieder zurück zu meinem, es klingt so klischeehaft, innerlichen Kind gegangen. Das klingt gar nicht klischeehaft. In vielen verschiedenen Situationen oder Altersperioden und habe versucht, so mir vorzustellen, was für mich optimal gewesen wäre oder welche Erfahrungen mich am meisten geprägt haben, in welche Richtung sie mich geprägt haben. Also einfach, weil ich glaube, dass Mutter zu sein oder überhaupt ein Mensch zu sein, sehr viel mit Empathie zu tun hat. Und man fängt da schon wahrscheinlich am natürlichsten bei sich an. Was hätte ich gebraucht oder was habe ich gebraucht oder was wurde mir gegeben? Was hat mich positiv geprägt und so weiter. Und das ist natürlich auch in dem Beruf verankert, weil wir also zusammen was kreieren, ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir erstens akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Geschichten haben, unterschiedliche Altersgruppen, Herkunft, alles Mögliche. Und trotzdem gemeinsam auf der Bühne sitzen und eine gemeinsame Sache am Publikum weitergeben, ja. Und diese Feinfühligkeit war für mich entscheidend, auch im Hinblick mit der Beziehung zu meinem Kind. Oder also es ist natürlich, bei ihm ist es am extremsten, weil ich ja
mich als verantwortlich dafür sehe, wie sein Leben verläuft. Teilweise vielleicht nicht 100%, aber zu großteils schon. Und deswegen ist da das Gewicht darauf, was ich ihm weitergebe, wie ich bin, wahrscheinlich am höchsten. Ja? Weil natürlich bezieht sich ja auch das auf alle Beziehungen unter Menschen. Aber wenn es auf die Kinder drauf ankommt, ist das, glaube ich, am wichtigsten, dass man vielleicht das immer wieder mit sich abklärt. Wie ist das? Wie möchte ich sein? Was möchte ich weitergeben? Oder was braucht er? Oder braucht er überhaupt was? Vielleicht braucht er nichts von mir direkt auch. Und genau, also meine Entscheidung, Mutter zu werden, war absolut, ich weiß nicht, 1000%. Wie gesagt, ich wollte das schon als kleines Kind. Genau, das heißt, diesen Wunsch hast du immer in dir getragen. Ja. Und was war dann der Moment im Leben, wo du gesagt hast, okay, und jetzt möchte ich diesen Wunsch verwirklichen? Ja, es war so ein bisschen also den realistischen Wunsch, wo ich gesagt hätte, ab jetzt ab jetzt bin ich mit meinem Werdegang sozusagen... Mit meinem Mensch werden, würdest du das so bezeichnen? Ja, aber auch beruflich so aufgestellt, dass das jetzt kein Hindernis für meine Pläne oder Träume wäre. Also ich war schon hier, ich hatte die fixe Stelle und war sozusagen finanziell abgesichert. Ja. Da hat ja der Mann gefällt. Ne? Das ist ja nicht so. Also alleine mit meinen Wünschen ist schön und gut. Ja. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich meinen Macher kennengelernt habe. Magst du das kurz teilen, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, also ich war nach wie vor in Klagenfurt und habe mir, also ich versuche ja immer wieder etwas Neues zu machen oder zu lernen oder mich irgendwie zu beschäftigen, weil das bringt ja wieder in die Musik was rein und Erfahrungen und so weiter. Und ich wollte ja schon, also das war ja, als ich nach Wien gekommen bin, war das so eine Salsa-Community von den Bulgaren, ja, das war ja mega, ja, und ich war immer die Kleine, die immer halt mit meinem Bruder mitgegangen ist und ich habe den Studenten zugeschaut, wie sie alle tanzen und feiern und diese Musik und die Rhythmen und das war für mich immer so, ja, das möchte ich eines Tages ja auch, ja, nur war nie Zeit und so weiter und dann habe ich gesagt, so jetzt, ich melde mich da an. Bei einem Salsa-Kurs. Bei einem Salsa-Kurs. Und das Gute war, man hat keinen Partner gebraucht, weil es war ja immer, das ist ja das Nächste, auch zum Tanzen. Ja, braucht es 2. Also in diesem Fall zumindest. Und ja, dann habe ich mich angemeldet und endlich Salsa tanzen, Salsa lernen. Super. Und wirklich, also ohne irgendwelche Hintergedanken, einfach nur das. Und Salsa. Ich glaube, beim 2. oder 3. Mal habe ich diesen wundervollen Mann gesehen und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich sagen? Jeder, der in seiner Umgebung ist, kann sich glücklich schätzen. Ja? Und die waren halt eher so außenständig, weil er war schon in den fortgeschrittenen Kursen. Also ich habe ja nur zugeschaut, vor den Kursen, nach den Kursen oder bei gewissen Partys. Also ich war ja nicht so aktiv am Anfang. Ja. Und ja, es war irgendwie so wie etwas, was nicht in meiner Reichweite ist. Also jemand, der, ja, das war so. Und dann... Ja, da haben sich die Sachen so entwickelt, dass wir da durch unsere Community, die da ja sehr zusammenhängend ist, dann doch irgendwie zueinander gefunden haben. Und das war von Anfang an bis jetzt, also so richtig einfach, ja, wir haben es eben mal so wie Superkleber, also einfach unzertrennlich. Ja. Also das war alles so unkompliziert. Wir haben gewusst, wir wollen genau das Gleiche und war es für ihn auch klar, dass er einen Kinderwunsch hat? Ja. Und ich verstehe total, wie du ihn beschreibst, weil ich kenne ihn ja auch. Und wenn es eine Beschreibung von so einem divine masculine Mann gibt, dann verkörpert er das in jeder Zelle seines Körpers. Und das hat er dann durch eure gemeinsame Geschichte. Also finde ich,
Mhm. Ja, Noch einmal bewiesen. das hat er so oft nach wie vor, also das ist, und es ist dann immer so, weil es ist, alle finden ihn ja toll, ja, also der tolle Macher. Ja, Nee, er toll. heißt noch Macher dazu, was dann in deutscher Sprache, weil in Syrien heißt Macher nicht Macher. Und dann ist der Macher, ist der Macher. Das Ja, ist du ja bist auch ein noch Macher, dazu. ja. Oder? Das Ja. ist ja auch noch dazu. Ja. Na, also es ist tatsächlich, also ja, also fast zu gut, um wahr zu sein, aber es ist so, und ich bin so dankbar und ja, also ich muss sagen, also wir haben es ja kennengelernt, ich war 32, ja, da ist man jetzt nicht so blauäugig mehr, dass man wirklich so an sowas glaubt, aber ja, es hat dann doch funktioniert, dass ich diesen Mann in meinem Leben bekommen durfte Und war für euch dann beide relativ bald klar, dass ihr diesen Kinderwunsch euch erfüllen möchtet? Ja. Wenn das Universum das euch unterstützt darin? ja, das war, wir wollten beide zuerst heiraten, das war uns einfach wichtig. Und da habe ich sogar im Jahr, wo wir geheiratet haben, hat er immer noch keinen Antrag gemacht gehabt. Ja. Hab ich mir gedacht, soll ich einen Antrag machen? Weil wir haben schon über Kinder gesprochen. Ja, ja, also wenn alles gut läuft, dann und dann. Ich habe ja nämlich noch ein Studium abgeschlossen, bevor ich schwanger geworden bin. Wir haben das alles so ein bisschen geplant, ja. Und da habe ich, ja, aber wir haben ja gesagt, wir wollen zuerst heiraten, ja, und immer noch kein Antrag. Okay, wurscht, dann zuerst das Kind und dann erst heiraten, ist auch gut. Aber er hat dann tatsächlich den Antrag rechtzeitig gemacht, wir haben dann geheiratet. Und dann so getimt, dass ich eben quasi mit dem Abschluss vom Studium frei wäre, auf ein Kind aufzupassen. Mhm. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich sofort schwanger geworden bin. Und also ich hätte das Studium bis Ende September abschließen müssen. Und der Geburtstermin war der 1. Oktober. Mhm. Also ja, ist alles wie am Schnürchen gelaufen. Und dann So hast du, ja genau, und dann will ich, dass du zurückgehst an den Tag, wo du deinen Schwangerschaftstest in der Hand gehalten hast, was du da gefühlt hast und was für Vorstellungen und Bilder sich dann in deinem Kopf kreiert haben, wie wird das jetzt verlaufen? Ja, das war, ich weiß nicht, warum wir den Test ganz früh gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich war so ganz verschlafen und es war noch ganz wenig zu sehen also war so ein Frühschwangerschaftstest. Mhm. Und ja, Schatzi, ich bin ein bisschen schwanger. Na, also es ist so, ich kommuniziere mit diesem Kind schon ewig in mir, ja. Und das war einfach die Verkörperung davon. Und es war, ich weiß nicht, ich habe auch, also wo wir tatsächlich aktiv probiert haben, schwanger zu werden, da habe ich auch aufgehört, Alkohol zu trinken und ich bilde mir sogar ein, dass ich das Einnisten gespürt habe, okay? Also für mich musst du mir nicht sagen, dass du dir einbildest. Ich glaube daran, dass man sowas spüren kann. Also für mich war das einfach, also die Verbindung war schon, es war nichts in dem Sinne nichts Neues, sondern einfach die Verkörperung davon. Und ich habe gewusst, es geht jetzt eine Reise los und wir schauen, wie das wird. Und ich habe dem, was auch immer das ist, gesagt, ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bleibst, ja, weil natürlich, das war ja vor der Schwangerschaft, habe ich auch ein bisschen hormonell geschaut und mir wurde, ja, so in ihrem Alter auf natürliche Weise schwanger zu werden, das sind 16%. Das ist die Studie. Das sind nur die Zahlen. Können Sie sich vorstellen, künstliche Befruchtung? Ich habe gesagt, jetzt probieren wir mal. Also es war für mich jetzt nicht selbstverständlich, ja, so wie egal wie sehr ich mir das ausmale, mir ist schon klar, dass gewisse Sachen hat man nicht in seiner Hand und deswegen war ich einfach unglaublich glücklich. Und wie hast du dir das dann ausgemalt? Wie wird das werden? Wie waren deine so Bilder und Vorstellungen? Wie ist es dann, ein Kind auszubrüten, zu gebären und dann, was für Bilder hast du so gehabt? Ja, einfach, dass alles unglaublich stimmig ist und einfach diese
diese Gabe, die der Körper hat, also das einfach zu erleben und ein Teil davon zu sein, Leben weitergeben zu dürfen. Das ist ja, also ich glaube, wenn man schwanger ist selber, dann begreift man wirklich, was der weibliche Körper kann. Und wozu wir fähig sind, eigentlich ohne nichts zu machen, aktiv, ja. Und ein Teil davon sein zu dürfen, ist unbeschreiblich. Und ich habe mir das eben so, also es war dann auch so, ich habe mich auch darauf gefreut, dass das jetzt irgendwas kommt, was ich nicht kenne, was ich nicht planen kann. Mir ist klar gewesen, dass man ich meine, natürlich kann man gewisse Sachen versuchen zu planen, aber wie sich die Schwangerschaft entwickelt, wie es einem geht während der Schwangerschaft, das kann man ja nicht immer beeinflussen. Und ich habe das mit sehr großem Respekt angegangen. Ja. Und ich habe mir das so ausgemalt, dass ich das einfach machen werde. Und ich habe also für die Schwangerschaft, für danach habe ich halt gewisse, weil die Schwangerschaft selber kann ich ja nicht so beeinflussen. Die Geburt selber, jein, ja. Und ich habe aber gewusst, danach, da habe ich ja das Baby in der Hand. Dann habe ich wieder was in der Hand, ja. Das heißt, natürlich kann ich jetzt nicht beeinflussen, wie es dem Baby geht oder wie sich alles entwickelt zwischen uns, aber ich kann wieder beeinflussen, wie ich agiere, weil es ja nicht mehr in mir passiert, sondern außerhalb von mir in dem Sinne. Und da habe ich ganz klare Vorstellungen gehabt, ja. Also, und stillen und alles und wie meine Frisur ist. Und ich werde eine von diesen Mamas sein, die da auf Ab und Trab und fancy und also jetzt nicht nach außen, für mich für einfach, dich. Ja, genau. Also einfach das Leben genießen, das Leben packen und endlich geht das Leben los. Für mich war das wirklich, wo wir gewusst haben, wir heiraten und dann später, wo wir Kind kriegen, jetzt geht das Leben los. Das war für mich wirklich, ja, es ist eine Sache, so die eigene Entwicklung, dann der professionelle Werdegang und dann gemeinsam mit jemandem was Neues zu kreieren und gemeinsam mit diesem kleinen Menschen dann weiterzugehen. Das ist für mich, wunderschön. Auch in der Vorstellung schon gewesen, ja. Und zu mir, wir haben uns kennengelernt in der Schwangerschaft, weil ich dich begleiten durfte. Und dann ist aus diesen Bildern ein bisschen was anderes entstanden. Und die Bilder sind, glaube ich, noch viel, viel, viel größer und kraftvoller, als du dich jemals hättest getraut, sie zu kreieren. Ja, also stimmt das? Ja, in beiden Richtungen. Ja, es ist ganz genau. Also jetzt, wo ich hier sitzen darf und das erzählen darf, ist auf jeden Fall klar, dass wo es Dunkelheit gibt, gibt's auch Licht. Das ist immer so. Man sieht es halt nicht immer sofort. Und umso mehr erzähle ich auch gerne sowohl die Geschichte davor als auch die Geschichte danach. Weil das war tatsächlich so einschneidend. Das war nämlich, und ich werde das nie vergessen, ja, das war ein Montag und ich war schon über den Geburtstermin drüber. Darf ich dich abstoppen? Ja. Darf ich woanders hinzoomen? Ja. Ich weiß, das war schon gegen Ende der Schwangerschaft und ich hatte, ich war bei einer Visite von dir. Ja, das war der Montag. Das war der Montag, aber davor, und dann haben wir eins vergessen und dann hast du dir, weil du warst unglaublich committed, alles, was du gemacht hast, wie du deinen Körper vorbereitet hast, wie du dein Herz vorbereitet hast, wie ihr euch mit dem Macher auf dieses Ereignis vorbereitet hast, so richtig deeply committed. Und bei einer Visite, du wolltest Kolostromilch ausstreichen und wir haben darüber gesprochen bei einer Visite und ich habe es dann vergessen. Ich habe es dir vergessen zu zeigen, wie man es macht. Stimmt, ja. Genau. Stimmt. Und ich weiß, und ich habe mir gedacht, wow, jetzt kriege ich gleich Gänsehaut. Und dann bin ich einmal im Auto und gesagt,
Die Mirella wollte das unbedingt wissen und ich habe es vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Ja. Ich muss unbedingt, und dann habe ich, glaube ich, diesen Termin so ein bisschen eingeschoben und gesagt, na, ich muss schneller vorbeikommen, weil ich will ihr das zeigen, damit sie noch Zeit hat, Kolostromilch zu gewinnen. Also habe ich dann eigentlich aus dem heraus, weil ich es verschwitzt habe oder weil das untergegangen ist, noch schneller eine Visite eingeschoben und das war dann dieser Montag. Ja, dieser Montag, das war einfach der Moment, wo alles zu bröckeln angefangen hat. Das war, also ich war über den Geburtstermin drüber. Wir hatten den ersten Termin im Spital. Ja. Und war alles wunderbar und ich natürlich voller Aufregung, wieder Herztöne vom Kind und Videos, Fotos gemacht und alles war, also in unserem Leben zumindest, ja, das ist immer, kann sich schnell ändern oder natürlich, ja. Wir waren so dankbar, die Schwangerschaft ist super verlaufen, wir sind bereit, in uns geht's gut, dem Kind geht's gut, wir sind so dankbar, es ist alles so schön und wir waren einfach voller Dankbarkeit. Wir waren noch am Magdalensberg, haben einen Kaffee getrunken, genau, und am Abend kamst du und es war wirklich, wir haben erzählt, wie wir uns mit Macher kennengelernt haben, wir haben alle herzlich gelacht. Und dann warst du so, hast du das anschauen lassen? Und ich so, was denn? Ja, das ist hart. Ich so, na, das ist normal. Ja, das würde ich anschauen lassen. Und das war's. Genau, also vielleicht erzähle ich das. Also damit man Kolostromilchgewinnung zeigen kann, muss man die Brust angreifen. Genau. Und ich weiß, als ich da hingegriffen habe, und dachte, das fühlt sich anders an als alles andere, was ich bis jetzt gefühlt habe. Es ist keine Milchdrüse. Und ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, das ist so, seit wann du das spürst. Und ich habe gewusst, das muss abgeklärt werden. Wie ist das, wie war es in dem Moment für dich? Wie war diese Realität, dass das vielleicht nicht normal ist oder halt, dass da was sein kann? Naja, also dadurch, dass ich komplett in einem anderen Thema drinnen war ich so, klären wir ab, klar. Und es ist gut so. Es ist gut, dass du im anderen Thema drin bist. Ja. Und also, ich habe einfach so ein bisschen so, es war wirklich, also es war wirklich so, als hätte alles war wirklich so, kurz vor der Ziellinie hat es irgendwie angefangen zu bröckeln, ja. Es war irgendwie, das war einfach so ein Gefühl, das kann jetzt nicht sein, weil es waren noch ein paar andere Sachen noch dazu. Okay, aber nichts weiter gedacht. Ja, genau. Nächster Untersuchungstermin, wieder im Spital, wieder alles super, wir super happy. Ja, also meine Gynäkologin ist gerade auf Urlaub, meine Hebamme hat da was ertastet und ich muss das jetzt abklären, bitte. Wäre es möglich? Ja, natürlich. Ja, das ist vermutlich so ein von diesen Zyste oder irgendwas Verstopftes. Also das kann man vielleicht schon nach der Schwangerschaft abklären. Aber warten Sie kurz, wir haben ein Brustzentrum, ich rufe durch. Das war eine super, super liebe Ärztin, die hat uns als die Salsa-Tänzer gleich, also wir haben auch so, also super. Ja, und sie hat, glaube ich, 5 Telefonate geführt, weil natürlich so wie in allen Spitälern alle beschäftigt waren. Und dann, also sie war wirklich sehr bemüht. Und dann, ich habe die Oberärztin erwischt. Sie kommt jetzt. Also wow. Ja, und sie kam, hat getastet. Ultraschall, gehen wir Ultraschall machen. Und dann gehen wir zu diesem Ultraschall und dann sitzen wir dort. Macher war hinten. Ja, und dann plötzlich haben alle aufgehört zu lachen. Da war ich die Einzige, die gelacht hat. Und also die Gesichter wirklich, das war wirklich so ein Moment. Und ich habe schon gefragt, ist das bösartig? Wahrscheinlich schon. Mein Mann ist hinten umgekippt, der Macher, ja. Und das war einfach der Moment, wo, ja, so wie wenn alles einfach so, haha, du hast hier was Schönes aufgebaut. Also, sie hat natürlich, also die Ärztin hat gesagt, sie hat, also natürlich, Psychologin war auch dabei, also wir waren bestens betreut. Sie haben sich auch um Macher gekümmert und dann
Gehirnerschütterung bekommen hat. Also es war, ja, auf jeden Fall, ja, Stanze würde ich jetzt machen, damit wir wirklich schauen. Aber ja, dann sind wir nochmal runter. Und dann haben wir noch auf den unteren Geräten nochmal geschaut und sie hat gesagt, und das ist, also da hat sie genau gezeigt, wie es aussieht und warum sie davon ausgeht, dass es bösartig ist. Sie hat natürlich gesagt, es kann sein, dass ich mich irre, hoffen wir es, aber es ist besser, man sagt es jetzt und wir lassen uns gut davon überraschen. Auf jeden Fall wurde sofort gestanzt und ja, es war allgemein eine Zeit, also wir haben in der Familie eine schwere Person gehabt, die sehr, sehr krank war. Und es waren alle schon sehr mitgenommen davon. Und ich habe einfach gewusst, das kann ich niemandem mitteilen. Nein. Also da war wirklich, also meine beste Freundin habe ich sofort erzählt. Also natürlich, wir haben gewusst, wir warten jetzt. Aber das war, ja, ich kann nicht sagen, dass es Schock war. Es war irgendwie noch mehr als das. Weil es einfach, ja, man bereitet sich auf eine Geburt vor, was schon so riesig ist. Und dann sowas. Und dann kommt man sich so ein bisschen vor wie bestellt und nicht abgeholt. So, was soll ich jetzt mit dem Kind, wenn das jetzt... Aber wir waren natürlich trotzdem sehr stabil. Wir haben gesagt, ja, also jetzt warten wir mal ab. Wir warten einfach ab. Okay? Ich habe natürlich das ganze Internet durchgesucht, ob es irgendwelche Fälle gibt, wo das bösartig ausschaut und nicht bösartig ist. Habe sogar welche gefunden und mir gesagt, dass ich bin der dritte Fall, der so ist. Okay? Und es war natürlich immer wieder so belastend und auch nachts. Ich bin dann aufs Klo gegangen, geweint und mit dem Baby kommuniziert. Und also das, ja, aber wir haben jetzt einmal versucht, die Geburt nicht davon, also die Geburt zu sehr zu beeinflussen, weil man muss sagen, du warst über den Termin. Und so wie du gerade gesagt hast, die Geburt an sich ist echt schon groß, wo man vielleicht das Gefühl hat, wie wird das werden? Und dann kommt noch eine sehr starke Verdachtsdiagnose daher. Wie ist es dir gelungen, dann bei dir zu bleiben? Dass du bei dir bleibst, dass dich das nicht vollkommen zerschmettert, weil du wusstest, dass jederzeit eigentlich die Geburt beginnen kann. Kannst du irgendwas benennen, was es war, was es dir ermöglicht hat, bei dir zu bleiben? Die Verbindung zu meinem Kind, ja. Also dadurch, dass ich in mir schon so oft mit ihm kommuniziert habe und auch während der Schwangerschaft sowieso. Also ich bin deine Mama, das machen wir jetzt. Das war ja ursprünglich dadurch, dass ich eben über den Geburtstermin drüber war. Du warst ja nicht da während der Wehenbegleitung. Das war auch ein Aspekt. Aber da habe ich, wo ich kurz gezögert habe, soll ich drauf eingehen. Ja, genau. Und da habe ich auch gewusst. Und deswegen war für mich auch im Spital damals die Geburt jetzt nicht wirklich so, dass mich der Spital belastet hätte. Ich habe einfach gewusst, ich bin mit meinem Kind da, wir machen das gemeinsam, weil er muss ja auch was tun. Und das kann mir niemand kaputt machen. Genau, das war der Gedanke. Niemand und nichts kann mir das kaputt machen. Das habe ich mir mein Leben lang gewünscht. Wir sind jetzt hier, kurz vom Ziel. Und es geht um so viel. Und das kann mir niemand kaputt machen. Genau. Und es war, und ich habe auch gesagt, es ist nämlich so, dass es ein bisschen gedauert hat, bis das alles ausgewertet wird. Das ist einfach normal so. Habe ich gesagt, ja, also wenn ich inzwischen für die Geburt komme, bitte mir nicht während der Geburt das Resultat sagen. Nein, natürlich nicht, ja. Und es war so, dass ich ursprünglich an dem Tag der Geburt Befundbesprechung hatte. Und danach hätte ich eingeleitet werden müssen, weil die Wehen nicht losgegangen sind. Aber ich habe es dann doch geschafft. Also ich habe Hebammencocktail getrunken, weil ich wollte nicht eingeleitet werden. Ich wollte es noch mal probieren. Und dann haben die Wehen
am 11. Oktober angefangen, um 1 in der Früh. Und ich bin dann um 13 Uhr ins Spital, eben um mein Baby zu bekommen. Und es waren alle sehr nett. Sie haben zwar Andeutungen gemacht, aber wir haben das alles sie haben gesagt, ich darf nur auf der rechten Brust. Es war ja auch schon davor, haben sie mir geraten, die linke Brust in Ruhe zu lassen. Sie haben es nochmal klargestellt, ja, dann auch nur auf der rechten Brust still. Und genau. Und ich kann mich jetzt nicht an allen Gesprächen erinnern, aber es war irgendwie so, die haben uns tatsächlich nichts wirklich gesagt und wir haben gesagt, ja, das ist sicher irgendwas, was vielleicht rausgeschnitten werden muss. Aber das ist, also so wie ich das jetzt sehe, ist das kein Problem. Mhm. Also wir haben das komplett, ja. Weißt du, wie groß das ist? Naja, es ist, wenn man drinnen ist, es gibt kein Weglaufen, man kann ja nicht davon weglaufen. Ja? Also man kann jetzt natürlich sagen, oder irgendwie so zumachen, ich weiß es nicht, dass da gar nichts geht und dass man irgendwie anders das Baby rauskriegen muss. Ja, das geht. Ja. Dass man das tun kann und ja. dass man vollkommen aus der Bahn geworfen wird, das geht. Und so bei dir zu bleiben und so verbunden sein mit dem Malik. Und diese Stunden, wie lange hat es dann gedauert, bis er geboren wurde noch? Also er ist um 23:11 Uhr, also um 11:11 Uhr abends auf die Welt gekommen. Also 22 Stunden war es. Ja. Er hatte zweimal seine Nabelschnur. Also es war nicht leicht. Aber du hast dich voll auf das eingelassen, auf diese Kraft der Geburt. Ja. Wie hast du die empfunden? Also für mich war es sehr schön. Mhm. Also ich glaube, ich erinnere, am nächsten Tag habe ich Maher gesagt, ich kann mit dir noch 10 Kinder kriegen, weil er war ja auch bei mir die ganze Zeit. Wir haben auch super Unterstützung gehabt. Ja, es war natürlich jetzt, was die Geburt betrifft, wurde mir Oxytocin gegeben zu einem gewissen Zeitpunkt, wo die Wehen nicht weitergetan haben. Ich war sehr müde, die Schmerzmittel haben dann auch nichts gebracht. Das war dann natürlich sehr schmerzhaft, da habe ich so Lachgas bekommen. Das war super. Ich war einfach high. Ich habe dann nicht mehr gewusst, wo es. Aber dann habe ich natürlich gewusst, okay, jetzt, ich muss ja trotzdem anwesend sein, also wenn ich aktiv was mitmachen muss, also dann war das auch weg. Und ja, also es war einfach ein Prozess, wo Leben zu uns kommt. Also er ist ja schon entstanden, aber ja, wo wir einen neuen Menschen auf die Welt bringen. Und das hat was, weiß nicht. Magisches? Magisches, genau. Genau. Also, Macher sagt auch zu der Geburt, während der Geburt darf man sich auch alles wünschen. Da ist was offen, wo, ja, ich kann das nicht in Worten fassen, vielleicht. Du brauchst es aber, weil ich glaube, das sind Sachen, die kann man nicht in Worte fassen. Wenn man in dieser Magiewolke drinnen ist. Und ich glaube, man kann das noch so versuchen zu erklären, was für ein Gefühl das ist, wenn dieses Leben dann geboren wird, was da durch einen alles durchgeht. Ich glaube, dass es zum Teil einfach gar keine Worte dafür gibt. Wie lange hätte es dann bei dir gedauert, bis du dann diese Befundbesprechung hattest? Sie haben es mir am nächsten Tag gesagt. Also die Geburt war um 11:11 Uhr. Dann, also wie gesagt, er ist ja auch so in einem raus dann vor lauter Pressen und sofort bei mir. Das war einfach, da haben wir auch alles vergessen und wir haben gewusst, jetzt ist alles gut. Er ist da, es geht ihm gut, mir geht's gut. Wir haben es geschafft. Und wir haben auch ein Familienzimmer. Also es war alles wirklich zu gut, um wahr zu sein. Ja, und am nächsten Tag, ich weiß es nicht mehr, zu Vormittag, dann kam die Ärztin mit der Psychologin. Wir so auf dem Bett, Malik zwischen uns. Ja, wir haben die Befunde und wir haben schon gesehen, es ist bösartig, ja, sie haben Brustkrebs.
Wir waren mit Macher schon, wir haben so, ja. Ja, es ist einfach ein Loch. Oder ich weiß nicht, einfach, ja, noch was da. Und wie gesagt, wir haben familiär gewisse Geschichte schon mit solchen ähnlichen Situationen. Deswegen kenne ich nur Geschichten, wo es nicht gut ausgeht. Und das ist auch sehr belastend, weil man sieht dann einfach, okay, das war's jetzt. Wir haben auch nicht gewusst, weil es war relativ groß eigentlich. Also von der Größe her war es wirklich ja, also wir sind einfach, also wirklich meine Gedanken waren, ich werde gehen. Weil ich habe auch Macher gesagt, du, wenn es auch weil es war nicht klar, ob es in den Lymphknoten auch ist, wenn es in den Lymphknoten ist. Dann haben sie mich aber sofort gestoppt und haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Auch wenn es in den Lymphknoten ist, wir haben sehr, sehr gute Therapien. Sie haben eine Art, die man sehr gut auch therapieren kann. Ja? Das kann man auf 3 verschiedene also auf 3 verschiedene Rezeptoren kann man angehen und das kann man, aber natürlich, es wurde mir sofort nahegelegt, eine Chemotherapie zu machen. Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Das ist die übliche Vorgehensweise. Und das Wichtigste war mal zuerst, dass wir schauen, ob es noch woanders was gibt. Dann sofort abstillen. Also was am ersten Tag schon. Weil genau, also wo der Verdacht gekommen ist, hat mir die Ärztin gesagt, sie müssen sich damit einfach abfinden, dass sie wahrscheinlich abstillen müssen, so schnell wie möglich. Und also das war für mich schon der erste Weltuntergang, ja. Weil für mich das einfach eben in meiner Planung oder in meinem Mama-Sein einfach... Das dazugehört? Ja. Also aber jetzt am ersten Tag also dann hat es aber doch geheißen, okay, man kann MRT auch als Stillende machen. Also wir haben da auf gewisse Sachen geachtet, das ging dann. Aber also ich weiß nicht, man ist in so einem Ausnahmezustand nach der Geburt, dass ich habe mich einfach von außen betrachtet. Ich mit meiner Windel, da im MRT-Raum, mein Kind oben ein paar Stunden alt. Und ja, man ist kein Opfer, aber man ist hilflos, genau. Und natürlich, also alle im Spital, unglaublich. Also erstens, die Ärzte haben mit größter, weil ich glaube, man muss normalerweise relativ lang warten. Sie haben dass es innerhalb von einem Tag gecheckt wird, also von oben bis unten. Die haben wirklich oberste Priorität gegeben. Das war schon super. Und also das war unglaublich. Also wie sie uns da unterstützt haben, ja. Eben gerade, weil wir es auch niemandem gesagt hatten. Ja, niemanden. Also eben meine beste Freundin, mein Mann, du hast es schon gewusst. Oder auch noch Die nicht. Iris. Nein, du hast es noch nicht gewusst. Die Iris wusste es auch noch nicht. Das war ja noch alles im Spital. Niemand hat es gewusst, ja. Genau, also ja, und ja, dieses Gerät, ja, das ist ja und also das klingt wie im Krieg, oder? Ja, also oder wie irgendwas bedrohlich. Also ich habe dann meditiert, also innerlich und einfach mich irgendwo weggebeamt, so wie bei der Geburt teilweise während den Wehen. Und einfach, ich weiß nicht, einfach nicht viel mir ausgemalt. Ja, das machen wir jetzt. Wir sitzen ja eh schon in Gatsch. Ja, jetzt schauen wir mal, was kommt. Und gleich am selben Tag kam dann auch die Entwarnung. Da haben wir mit meinem Mann tatsächlich geweint. Also Vor lauter Glück? Vor lauter Glück, ja. Dass es nur
an einer Stelle ist. Sprich, also jetzt nicht also schon aufzufangen ist. Genau. Ja. Und so sind wir dann auch so gesessen mit ihm und haben nicht gewusst, was sagen. Was sind die richtigen Worte, die man da hören kann, mag? Oder gibt es gar keine? Ich glaube, es gibt keine richtigen Worte. Ich glaube, es ist einfach... Oh ja, eine Freundin, also mit der ich dann kommuniziert habe, sie hat gesagt, also sie war extrem traurig, betroffen und also so wie ich sie normalerweise nicht kenne. Und sie hat gesagt, also für mich ist ja keine Frage, dass du das schaffst, ja. Aber natürlich mit deinem Neugeborenen, was ja eh schon so heftig ist. Also ich habe ja einfach, sie hat keinen Zweifel gehabt daran, dass es gut ausgehen wird, aber sie hat einfach, ihr war bewusst, weil sie ist dreifache Mama, was das bedeutet, ein Kind auf die Welt zu kriegen, ein Neugeborenes zu haben und ja, sowas zusätzlich zu bekommen, also gleichzeitig mit der Geburt. Ja. Wie hast du es dann, weil 3 Wochen nach der Geburt, glaube ich, hat dann die Chemotherapie begonnen? Genau, ja. Ist man dann in 2 Parallelwelten? Eins, wo du irgendwie Glück dessen erfassen darfst, was gerade in deinem Leben passiert ist, und dann die andere Welt, wo wo irgendwie ganz was anderes Thema ist. Wie ist das? Ja, es war tatsächlich, also Malik war das Zentrum von unserem Herzen, aber rundherum musste so viel organisiert werden und so viel, also es waren so viele Termine und so viele Besprechungen. Ich habe ja auch gleichzeitig mit der begleitenden Alternativtherapie angefangen. Und dann ging es ja auch darum, was macht man jetzt mit der Karenz? Das war ja auch ein Riesenthema. Also letztendlich hat Macher ja die Babykarenz genommen und ich bin aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Aber das musste alles geklärt werden und wir haben halt niemanden von der Familie hier. Es hat ja auch niemand gewusst, ja. Also weiß nicht, ob wir es gesagt hätten, weiß ich nicht. Aber das war einfach sehr heftig. Also für mich, wir haben immer so ein Bild vor Augen. So wir fahren mit einem Auto in Nebel und die Warnsignale leuchten. Das war einfach das Gefühl, ja. Und wir haben gewusst, wir müssen einfach Schritt für Schritt machen, ja. Einfach schauen. Wir haben auch irrsinnig viel Hilfe bekommen von dir, von Ärzten, Ratschläge. Also das war wirklich, also ohne diese Unterstützung, glaube ich, hätten wir wahrscheinlich andere Entscheidungen getroffen, die letztendlich nicht so gut gewesen wären. Aber also Malik war einfach auch die größte Stütze wahrscheinlich für uns beiden, weil der einfach, der war alles für uns. Er ist einfach alles für uns gewesen. Würdest du sagen, dass er genau im richtigen Zeitpunkt in euer Leben gekommen ist, dass diese Diagnose und diesen Weg ohne ihn zu gehen schwerer gewesen wäre letztendlich? Wahrscheinlich, ja. Also es gibt ja auch die Theorie, dass er mir das Leben gerettet hat. Also es gibt, dass der deswegen gekommen ist, damit man das rechtzeitig erkennt. Ja. Also auf jeden Fall. Also und das ist also eben in eins von vielen Gesprächen wurde mir dann eben gesagt, er hat sich ja uns auch ausgesucht. Ja, weil ich war so, jetzt hat er eine Mutter, die nicht stillen kann, also ich habe ja auch nicht gewusst, was genau auf mich zukommt, ja. Aber ich habe mir das halt so ausgemalt, dass meine Haare ausfallen werden und
dass ich einfach viele Termine haben werde und dass es dann noch viel heftiger war mir am Anfang gar nicht klar. Aber mir wurde dann schon klar und ich konnte auch damit besser umgehen, also den Gedanken zu verinnerlichen, dass er sich uns ausgesucht hat. Mhm. Und Dass du nicht noch schlechtes Gewissen drauflegst, dass du nicht so, wie du es dir vorgestellt und ausgemalt hast, Mama für ihn sein kannst, sondern dass du Mama bist, die nicht stillen darf, kann, dass andere Themen da sind, dass nicht der ganze Fokus nur auf ihn gehen kann, dass du dann in Therapie sehr müde und erschöpft warst. Und wenn du jetzt dann noch dieses schlechtes Gewissen, dass du ihm nicht gerecht wirst, drüber gelegt hättest, das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Ja, das ist, also deswegen bin ich sehr dankbar über eben diese Gespräche, die wir immer wieder geführt haben, einfach weil es ist einfach, also durch den hormonellen Umschwung und durch die sofortige, also ich glaube eben 2 Wochen nach der Geburt wurde ich in eine künstliche Menopause geschickt. Das hat ja nochmal alles nach unten gebracht, ja. Genau, also wir sind sehr dankbar, dass wir da einfach richtig gute Unterstützung bekommen haben. Und ja, also Malik war auf jeden Fall das, was uns sehr gut immer wieder motiviert hat und euch Kraft gegeben hat. Ja, also einfach auch die Liebe zu ihm und einfach zu sehen, dass das, weil also Macher war ja auch, der war von Anfang an einfach ohne Angst. Der hat gesagt, das wirst du machen. Also der hat das wirklich gesagt und geglaubt. Also jetzt nicht nur gesagt. Hast du das immer geglaubt? Nein. Für mich war das sehr, also mir ging es dann auch durch die Menopause sehr schlecht psychisch. Also ich habe wirklich... Warst du immer wieder so an der Kippe, ob du dich dafür entscheidest oder aufgibst? War das immer wieder ein Gefühl in dir? Ja. Gibst du auf und denkst dir, ich kann nicht mehr? Oder ich gehe trotzdem den nächsten Schritt? Es war keine Frage, dass ich alles durchziehen werde, nur ich habe manchmal einfach, ich weiß nicht warum, ich gedacht habe, dass ich sterben werde. Frühzeitig. Also noch in einem Jahr oder so. Also das waren, ich weiß nicht warum. Also ich denke, es war einfach die Angst und die Verantwortung. Klar. Es ist halt dadurch, dass man Mama ist, man ist verantwortlich für diese Person, also ist man auch viel mehr verantwortlich für sich selbst, weil wenn es einem nicht gut geht oder wenn man krank ist oder wenn man stirbt, dann ist es für das Kind am allerschlimmsten in dem Fall. Und hast du dann manchmal auch Bilder in dir kreiert, wie das ist, wenn du nicht bist und Malik und Maher alleine bleiben? Ja. Und das hat dann also irgendwann habe ich dann gedacht, na gut, also jetzt, weil diese Gedanken kommen, ja, und ich kämpfe schon dagegen an, weil wir haben natürlich rechtzeitig dann auch gewusst, also die Therapie hat sehr schnell angeschlagen. Und es hat angefangen, kleiner zu werden. Das ist ein super Zeichen. Ja, also das war schon die erste Beruhigung. Ja. Wir haben zwar gewusst, es ist ein sehr langer Weg. Und gegen Ende wurde es, also von der Therapie, es wird einfach immer schlimmer. Ja. Aber es ist das Resultat schon sehr schnell zu sehen gewesen. Und trotzdem, aufgrund von ich habe es auch immer wieder angesprochen, ja, es ist ja zum Glück dann therapiert worden. Ja. Das ist dann sehr gut eingestellt worden und dann ging das. Aber ich habe dann eben diesen einen Gedanken, na gut, okay, du stirbst, ja, dann wird es Malik trotzdem schaffen. Dann ist es sein Schicksal und das ist sein Weg.
dann. Und das ist dann so. Also ich kann gewisse Sachen nicht beeinflussen. Und ja, ich habe das dann akzeptiert, dass es auch das sein kann. Ja, dass sein Werdegang ist. Und weil ich habe mir immer so, ja, wenn ich jetzt kein Kind hätte, wenn ich jetzt nicht mehr bin, dann bin ich nicht mehr. Ja, aber natürlich durch das Kind ist ja, also man wünscht es dem Kind nicht. Aber da habe ich schon gedacht, ja gut, also wenn es dann so ist. Also ich habe mit so vielen Varianten von der Zukunft Frieden geschlossen und mit sehr viel aus der Vergangenheit Frieden geschlossen. Und das hat sicher irgendwo für meine innerliche Heilung, also nicht für die körperliche jetzt, aber für die innerliche Heilung beigetragen. Und was auch für die Zeit sehr prägend war einfach, dass ich gesehen habe, was wirklich zählt und dass es nur ganz wenige Sachen sind. Und das war in dem Moment wirklich nur, also natürlich abgesehen von allen Menschen, die ich liebe, aber in dem Moment war wirklich mein Mann und mein Sohn waren für mich, das war's. Es hat alles andere habe ich mitbekommen, habe ich natürlich, ja, ich habe alles mitbekommen, aber es war für mich wirklich sehr weit weg. Ich war von allem distanziert. Für mich war das so wie eine Lupe. Ja, wie eine Lupe einfach. Das ist es, das zählt. Und ich habe auch gesehen, dass man eben gut fährt und leben kann, auch ohne, dass man sich über alles andere Gedanken macht. Oder das, was wir im normalen Leben machen. Ja, was ja menschlich ist. Auch. Hast du mit Maha auch offen darüber gesprochen, dass du es dir auch vorstellst, dass du nicht mehr bist? Indirekt. Man muss es auch so, also wir haben an Gesprächen so bewusst nicht so viel gehabt. Es war eine sehr, sehr viele Zeit. Also ich war ja... Ihr habt ganz viel Zeit in Warteräumen, bei Ärzten, in der Klinik verbracht. Genau. Und habt einfach wahrscheinlich den nächsten Schritt geplant. Genau. Und dem gar nicht so viel Raum gegeben, was sein könnte. Genau. Und das war, also mir ging es einfach so, dass ich sehr, sehr viel Ruhe teilweise gebraucht habe. Und die restliche Zeit haben wir mit Malik verbracht. Also wir haben uns auch auf ihn fokussiert, und ich habe eben vielleicht auch wegen diesen Gedanken oder also nicht, dass wenn man diese Diagnose nicht hat, dass es nicht passieren könnte, aber man ist dann halt direkt damit konfrontiert, also so real damit konfrontiert. Dann habe ich noch mehr alles ausgekostet mit ihm und ja. Noch bewusster die Zeit mit beiden verbracht, genau. Die dir zur Verfügung stand. Genau, also wo es möglich war, wie gesagt. Also das war sowohl körperlich als auch psychisch einfach sehr schwer. Und dass da der Macher, ja? Erzähl weiter. Dass da der Macher das so standhaft gemacht hat, das ist so unglaublich. Weil du warst müde, sehr erschöpft, depressiv. Die Haare hast du verloren? Ich habe die Haare verloren, ich habe sehr viele Nebenwirkungen gehabt. Das war ja auch das Thema war mit den Nerven in den Händen, was ja als Flötistin nicht besonders gut ist. Also es waren sehr, sehr viele. Also es wurde irgendwie immer mehr. Aber die Hauptsache war, dass wir erstens einmal zusammengehalten haben und dass alles gut gegangen ist. Ja. Und dann haben wir gewusst, okay, das sind jetzt einfach die Schritte, die müssen wir jetzt gehen. Und es ist noch es ist bis jetzt, also die Therapie im Spital ist ja schon abgeschlossen. Aber es gibt noch eine weitere Therapie, die man irgendwann noch zu Ende bringen muss. Aber
ja, und ich habe auch, es war so. Ich habe dann so diese zusätzliche Rolle bekommen, ja. Also ich habe natürlich Partnerin, also was ich ja in dem Fall nicht war. Also ich war einfach nur der Pflegefall. Dann war ich Mama und dann war ich die Patientin, ja. Und das habe vielleicht habe ich es auch ein bisschen eben wegen diesen Gedanken, ja, die ich immer wieder gehabt habe. Ich glaube, ich wollte das auch nicht bewusst so aussprechen oder überhaupt besprechen, weil das war mein Teil. Also ich habe ja gesehen, Macher kümmert sich um den Kleinen so gut er kann, kümmert sich um mich, ja, muss da alle meine Zustände anschauen, ertragen, ja. Also dass jetzt auch noch diese Patientensachen, also ich habe da schon, das war irgendwie mein Teil. Und dass du ihn damit gar nicht belasten wolltest. ja, genau. Ja, also gewisse Sachen habe ich einfach wirklich so einfach für andere Gespräche, also also für professionellen Gesprächen im Spital freigehalten. Die waren ja immer offen. Und so. Natürlich es ist ja unumgänglich. Natürlich hat er vieles mitgekriegt. So ist es nicht, dass ich da jetzt nichts gesagt habe oder so. Also es geht ja nicht anders. Aber so, ich habe versucht, das so gut es geht. Genau. Weil ich das auch irgendwie getrennt habe. Wir haben auch von Anfang an gesagt, was natürlich dann nicht gelungen ist, aber das war unser Thema, war okay, es waren ja insgesamt 6 Runden an Chemo. Wir gehen da einfach, also ich mache das einfach 6 Mal und das war's. Und dazwischen betrifft das unser Leben nicht, ja. Also so, gut, das ist natürlich Wunschdenken, aber ein bisschen dieser Ansatz, den haben wir dann trotzdem beibehalten. Und ich weiß ich weiß nur, wann der erste Verdacht kam, das weiß ich als Datum. Ich weiß nicht genau das Datum, wann, wenn ich jetzt nachdenke, weiß ich vielleicht schon, aber ich habe versucht auch einiges zu löschen. Okay, die erste Chemo weiß ich, wann sie war, aber wann die Operation war oder wann ich mit der Bestrahlung aufgehört habe. So, ich sehe das als etwas Sachliches. So, die Mediziner haben dann, also, wenn man sie sieht, das ist für sie ihr Alltag, ja. Und es kommt und geht und kommt und geht und außerhalb davon ist das Leben, ja. Und obwohl man Mensch auch innerhalb dieser Einrichtung ist, so, ja, es sind ja keine Maschinen, aber ich habe versucht, das als einfach etwas Medizinisches, das wird behandelt, ich bin in guter Behandlung, ich vertraue vollkommen drauf und weiterhin betrifft es mein Leben nicht. Ja. Also wir haben das so ein bisschen. Wenn so wie du jetzt da sitzt, was magisch ist, so zurückdenkst, kommt dir das so ein bisschen vor wie im Film? Ja, das ist. Also ich glaube schon, dass ich immer noch ein bisschen traumatisiert bin. Tatsächlich. Yes. Wie merkst du das? Wo spürst du das? In welchen Bereichen ist das am meisten spürbar und sichtbar? Ja, also das ist immer diese Stimme. Also ich bin ja mittlerweile wieder im Beruf. Und da bin ich so alltägliche Gespräche für und das, also und das oder wurscht, worum es geht. Keine Ahnung, Wetter schlecht oder Auto kaputt, ich weiß es nicht. Irgendwas, ja. Denke ich mir, das sind keine Probleme. Ja, ich weiß, also ich sage es ja natürlich dann nicht in dem Sinne so, ja klar. Also das ist mir schon klar, dass das Problem, das man jetzt hat, am stärksten ist. Und ich ertappe mich auch manchmal über irgendwas, was vielleicht belanglos ist. Ja. So jammern. Genau. Und dann kommt das, und dann sage ich selber, das sind keine Probleme. Das sind keine Probleme. Und das ist das ist wieder die Kehrseite, ja. Was würdest du sagen? Was hat dich durch diesen sehr intensiven Weg, den du hinter dir hast, nachhaltig positiv geprägt? Was du jetzt in deinem Alltag, in deinem Leben eigentlich im Rucksack hast und weißt, probably, so schnell kann mir nicht was passieren. Ja. Was nimmst du da heraus aus deiner Geschichte,
was positiv ist? Den Mut, den man bekommt, das Selbstvertrauen, das man bekommt, und die Liebe zum Leben. Mhm. Und ja, die Schätzung von dem, was am Ende zählt. Ja? Wenn man so mit diesem Ende ein bisschen Konfrontiert ist? ja, oder also zumindest so also ja. Und was zählt am Ende? Ja, die Liebe. Und die ist es euch gelungen, aufrechtzuerhalten. Was hätte ja auch anders sein können, dass es euch zerschmettert daran, oder? Genau. Also das ist das Einzige, ja, was... Wenn ihr so mit Maher jetzt vielleicht am Abend am Sofa sitzt, wenn Maher schläft und du nicht gerade im Orchester spielst und wenn eure Gespräche zu eurem Lebensthema führen, seid ihr stolz auf euch? Schon. Wisst ihr, wie viel ihr geschafft habt? Wisst ihr das? Ich glaube, wir können das manchmal immer noch nicht realisieren. Wir können es nicht realisieren. Ich meine, wir sind als Menschen grundsätzlich so, dass wir jetzt nicht immer so... Ich meine, jeder hat sein Kofferchen, ja. Und manche Bestandteile vom Koffer sind halt ein bisschen extremer. Und wir haben, das ist halt noch... Also jeder von uns hat vielleicht so ein bisschen extreme Sachen schon hinter sich oder ungewöhnliche Sachen. Und das war halt etwas, was wir zusammen gemacht haben. Was halt ich wahnsinnig schön finde, ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, noch zusammen zu sein und das zusammen durchzustehen. Und ich glaube, ein anderer wäre wahrscheinlich schon weg. Also wenn ich so ein bisschen so schaue, so in Umgebungen oder Geschichten höre, da, ja, und ja, wie gesagt, wir waren in der Situation und haben das gemacht, ohne jetzt, also wir haben einfach nach vorne geschaut. Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Also ich bin sehr dankbar, dass ich am Leben bin. Das ist tatsächlich, ich habe normalerweise Geburtstage nicht so viel gefeiert, weil man wird ja älter. Aber seit dieser Geschichte, also ich erlebe das so viel bewusster. Ich habe jetzt auch keine Party geschmissen jetzt zu meinem letzten Geburtstag, aber ich habe so bewusst, ich bin noch da. Ich bin noch da. Und das ist schön. Das Leben ist schön. Das war ja auch das erste, noch im Spital nach der Diagnose. Das war auch einer der ersten Gedanken. Das Leben ist schön. Also alle Sorgen, alles, worüber man sich ärgert, alles, es geht weg. Man will leben. Man will überleben. Und das ist dann so dieses, ja. Und eben dieses Selbstvertrauen, das war ja, ich bin ja immer so selbstkritisch. Und ja, dafür bin ich vielleicht nicht gut genug, dafür bin ich nicht talentiert genug, das könnte besser sein, das. Und dann habe ich auch so den Gedanken gehabt, ja, vielleicht ist es einmal Zeit, dass du für etwas gut genug bist, ja. Und dass du weil jetzt geht's wirklich um dein Leben und jetzt musst du einfach daran glauben, dass du es schaffst. Dass du gut genug bist und dass du schaffst. Ja, und dass du das kannst, ja. Und dass du diesen Prozess unterstützt. Und jetzt ist es tatsächlich, also, und mir wurde auch natürlich gesagt, ja, du hast ein Kind auf die Welt gebracht, das schaffst du auch. Ja. Da habe ich gesagt, ja. Ja. Und eben diesen Mut, den man bekommt, sich selbst zu sein. Die Außenwelt
also seinen Platz noch mehr einzunehmen. Zu sagen, ich bin da und das ist nicht selbstverständlich. Ja? Wir tendieren immer dazu zu glauben, wir sind unsterblich und es passiert immer den anderen. Ja? Worauf bist du stolz und was würdigst du? Was kommt dir so in dein Mind? In 3 Sätzen. Worauf bin ich stolz? Ja, schon ein bisschen, dass wir das so gemeistert haben in einer Art und Weise, wo es auch dann in der Vergangenheit bleiben kann. Ja, ich habe immer schon gewusst, ich habe ja auch mit dem Tumor gesprochen. Also, ja, so einer von uns bleibt, ja, und das werde ich sein. Also mir ist schon bewusst, dass diese mentale Stärke trotz diese ganze menopausale Wahnsinnszustand mir gelungen ist, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Und das war erstens also mein eigener Zustand, also Kampf will ich es nicht sagen, weil das ist ja das kommt von innen, es kommt ja nicht von außen. Und wie wirst du dich selbst bekämpfen, das macht es ja schon. Das heißt, du musst irgendwas musst du, oder zumindest ich habe es probiert, ja, das auf eine Art zu akzeptieren, ja, und den Weg, den ich gehen will, zu gehen, ja, und daran zu glauben, ja, und also das war stark. Und was wünschst du dir? Ich möchte meinen Sohn aufwachsen sehen. Das wünsche ich dir vom Herzen. And so it shall be. So danke, dass du da warst. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.